Was ich aus den Kommentaren so rauslese, treibt viele Zuschauer und Tiny House Interessierte die Frage um, wie sicher es eigentlich in so einem Tiny House ist. Sprich, kann man da nachts ruhig schlafen? Ich habe mir diese Fragen natürlich auch gestellt, vor allem am Anfang, als ich das Haus hier gebaut habe. Inzwischen haben sich aber wie erwartet die meisten Bedenken als nichtig herausgestellt und deshalb gibt es heute dieses Video. Ich werde euch zeigen, was ich in Sachen Sicherheit im Tiny House so mache, was ich aber eben auch nicht mache und warum man es überhaupt nicht übertreiben sollte. Und zuletzt, worauf es eigentlich sonst noch so ankommt. Viel Spaß! Ich denke, es ist zunächst wichtig festzuhalten, dass Sicherheit oder das, was wir alltäglich darunter verstehen, hauptsächlich ein Gefühl ist. Das Gefühl, im Privaten geschützt zu sein vor Einbrüchen, vor Gesundheitsgefahren aus dem eigenen Haus oder auch vor Umwelteinflüssen von außen. Dieses Gefühl ist sehr individuell und hängt natürlich davon ab, was wir im Leben für Erfahrungen gemacht haben. Ich kann also hier wie immer nur für mich sprechen, aber ich denke, in ein paar Dingen sind wir uns zumindest allgemein einig. Zum Beispiel in puncto Umgebung. Ich weiß noch, wie ich mit einer Kommilitonin in Heidelberg mal eine Wohnung angeschaut habe. 3 große Zimmer, Küche, Bad und das auch noch erschwinglich, das klang für uns zu gut, um wahr zu sein. Und als wir dann da angekommen sind, ja. Der Eingang war irgendwo auf einem Hinterhof zwischen Palettenstapeln, im Flur war überall Graffiti an den Wänden und die Briefkästen waren demoliert und irgendwo hinten in einer dunklen Ecke sah es aus, als würde einer gerade Drogen verkaufen. Wir mussten uns die Wohnung im Grunde gar nicht mehr ansehen, denn wir wussten sofort, da würden wir definitiv nicht hinziehen. Wenn es um unser Sicherheitsgefühl geht, dann geht es eben nicht nur um die eigenen 4 Wände, sondern auch um die nähere Umgebung. Was das Tiny House betrifft, so ist man ja idealerweise ein bisschen flexibel und kann sich aussuchen, wo man später damit stehen möchte. Klar, dem Ganzen sind Grenzen gesetzt. Es gibt nicht sehr viele Stellplätze, die überhaupt geeignet sind und man muss dann in der Regel einen Bauantrag stellen. Dazu habe ich ja in meinen anderen Videos schon mehr gesagt. Aber man hat eigentlich diese Wahl und die sollte man auch nutzen. Fühle ich mich zum Beispiel eher wohl zwischen mehreren Gebäuden, etwas geschützt und vielleicht auch versteckt und von der Straße weg? Oder ist es mir lieber, auf einem größeren Grundstück frei zu stehen und etwas abgeschiedener, dafür aber eben auch als einziges Haus auf dem Grundstück und etwas mehr auf dem Präsentierteller? Diese Dinge muss man sich einfach im Vorhinein überlegen. Für mich persönlich war eine gewisse Nähe zu anderen Gebäuden sehr angenehm. Das fühlt sich irgendwie geschützter an, auch das Haus ein bisschen weiter weg von der Straße zu stellen, idealerweise vielleicht sogar versteckt, sodass man es von vorne nicht direkt sehen kann. Oft sagt einem bei der Begehung des Grundstücks ja irgendwie schon das Bauchgefühl, ob man sich dort wohlfühlen kann oder nicht. Und auf dieses Bauchgefühl sollte man doch hören. Denn die Wohnung kann, wie gesagt, noch so schön sein, wenn nachts irgendjemand draußen betrunken Briefkästen demoliert, dann fühlt man sich da vielleicht doch nicht ganz so wohl. Kommen wir damit zu der Frage, die mir in diesem Zusammenhang am meisten gestellt wird, und zwar nach dem Einbruchsschutz. So ein Tiny House wirkt von außen vielleicht etwas zerbrechlich und für Einbrüche und Co. eher anfällig, weil es vielleicht nicht ganz so abgesichert ist wie ein normales Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus. Abgesehen von der Tatsache, dass Menschen allgemein mehr Angst vor Einbrüchen haben, als sie sollten, muss man hier auch mal eine kleine Binsenweisheit zum Besten geben. Wer rein will, kommt rein. Ob ich jetzt Rollläden habe oder eine Alarmanlage, eine besonders tolle, sichere Haustür oder andere Sicherheitsvorkehrungen, es gibt immer einen Weg. Mein geschätzter Kollege Andreas hat das auf seinem Kanal mal so formuliert: Wer sich damit auseinandersetzt, der kann das irgendwie mit Lockpicking aufmachen oder mit einem Rambock oder was auch immer. Eine abgeschlossene Tür ist aus meiner Sicht eher eine Absichtserklärung, dass ich nicht möchte, dass jemand mein Haus betritt, als ein absoluter Schutz. Und trotzdem ist ein Einbruch statistisch gesehen allgemein sehr unwahrscheinlich. Ob nun ein Tiny House oder ein Einfamilienhaus einladender für einen Dieb aussieht, darüber könnt ihr euch von mir aus in den Kommentaren streiten. Aber auf jeden Fall ist mein Sicherheitsbedürfnis mit dem, was ich hier mache, abgedeckt. Was das ist, das erkläre ich euch jetzt. Ich werde euch natürlich nicht alles zeigen, denn das wäre so ein bisschen, als würde ich einem Einbrecher jetzt die Kopie meines Schlüssels überreichen. Das geht mir dann vielleicht doch ein bisschen zu weit. Aber so die Hauptdinge, die kann ich euch zeigen. Das ist auch kein Geheimnis. Erstens, ich habe draußen ein Licht mit Bewegungsmelder installiert. Das ist natürlich hauptsächlich dafür gedacht, dass ich, wenn ich abends rein oder rausgehe, nicht diese sehr trittsichere und auch im Winter überhaupt nicht rutschige Treppenstufe suchen muss. Aber es bedeutet natürlich auch, dass das Licht immer angeht, wenn sich jemand nähert und das fällt hier einfach auf.
Zweitens, auch wenn das hier ein Tiny House ist, habe ich mich für eine ganz normale Hauseingangstür entschieden, also keine Nebeneingangstür oder Wohnungseingangstür oder ähnliches. Die ist also genauso sicher wie an einem ganz normalen Haus und lässt sich nicht einfach an der Falle aufhebeln. Abgesehen davon gibt es noch ein paar nette andere Effekte von meinen smarten Geräten, die ich hier im Haus habe. Ich habe ja nun nicht sehr viele, aber die ich habe, nutze ich voll aus. Zum Beispiel hat die App von Tado, zu der ich ja letzte Woche meine Langzeiterfahrungen zum Besten gegeben habe, eine Funktion zur Erkennung von offenen Fenstern. Das heißt, wenn jemand über das Fenster einsteigt, bekomme ich das mit. Was den Rest meiner Sicherheitstechnik betrifft, darüber hülle ich mich hier in Schweigen. Das Entscheidende ist, dass man sich an seinem eigenen Sicherheitsbedürfnis orientiert und nicht unbedingt schaut, was der Markt alles hat, denn ich glaube, da findet man dann einfach kein Ende. Ich würde mich hier, wie auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, an der 80-20-Regel orientieren. Die wichtigsten 80% abdecken, also zum Beispiel keine Türen und Fenster offen stehen lassen und möglichst ein Außenlicht haben. Und die restlichen 20%, darüber kann man sich dann streiten, ob das noch so relevant ist. Sprechen wir aber mal auch über die andere Seite der Medaille, denn 20 Überwachungskameras nützen mir herzlich wenig, wenn ich am Ende durch einen Stromschlag wegen meiner eigenen Amateur-Elektroinstallation im Krankenhaus lande. Auch wenn man sein Tiny House selber baut, sollte man von allem die Finger lassen, was man nicht selbst professionell gelernt hat. Gas-Wasser-Installation und die Abnahme der Elektroinstallation haben wir zum Beispiel damals aus der Hand gegeben und das war auch gut so. Einfach um hier auf der sicheren Seite zu sein. Ich weiß, dass gerade die Sache mit Gas für viele beunruhigend ist, das Hantieren mit Gasflaschen, das Kochen mit offener Flamme und potenziell undichte Leitungen oder ähnliches. Um das mal so ein bisschen aufzudröseln, moderne Gasherde haben eine automatische Abschaltung, das heißt, sobald die Flamme erlischt, wird die Gaszufuhr abgedreht. Das geschieht automatisch und funktioniert mechanisch. Wer trotzdem Bedenken hat, kann sich natürlich einen Gasdetektor installieren. Das kostet auch nicht sonderlich viel. Durch meine automatische Lüftung ist gewährleistet, dass wenn ich den Herd länger in Benutzung habe, trotzdem genug Frischluft in den Raum kommt. Zumal mein Haus aber gar nicht so dicht ist, dass das jemals zum Problem werden würde. Wenn ich meine Gasflaschen wechsle, dann gehe ich sehr umsichtig und konzentriert vor und ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, immer das Lecksuchspray nochmal drauf zu sprühen auf die Anschlussstelle, um zu überprüfen, ob wirklich auch kein Gas austritt. Ich hatte hiermit in den mittlerweile fast 3 Jahren, die ich die Anlage nun benutze, überhaupt keine Probleme. Man muss einfach nur konzentriert bei der Sache sein und sich an die Sicherheitsvorschriften halten. Apropos, hier gibt es natürlich auch bauseitig einige und da habe ich auch schon ab und zu drüber gesprochen. Im Gasraum zum Beispiel sind unten 2 große Löcher, die dafür sorgen, dass eventuell austretendes Gas nach unten absinkt und dann aus dem Raum komplett entweicht. Außerdem sind natürlich an der Heizungsanlage und an der Gasanlage selbst einige Sicherheitsvorkehrungen. Die Schläuche muss man regelmäßig tauschen, da steht auch ein Datum drauf, sodass man daran erinnert wird. Und ansonsten würde ich sagen, kann man sich einfach an dem orientieren, was für ganz normale Wohnungen und Einfamilienhäuser sowie für Campinganhänger auch gilt. Denn spätestens, wenn man eine TÜV-Zulassung oder auch eine Baugenehmigung einholen möchte für das Tiny House, werden diese Dinge sowieso relevant. Diese Regeln gibt es ja nicht ohne Grund, die haben sich bewährt und die schließen einfach die größten Sicherheitslücken aus und sorgen dafür, dass die Anwendung von Gas heute ziemlich sicher ist. Eine andere Sache ist nebenbei für Häuser auch geregelt und das ist die Statik. Auch das hat mit Sicherheit zu tun. Wenn ich weiß, dass mein Haus stabil genug gebaut ist, um auch die Schneelast auszuhalten, wenn es mal ungewöhnlich viel schneit, bin ich da auch nachts etwas beruhigter. Deswegen haben wir auch diese Sache dem Architekten damals überlassen und ich bin sehr froh darüber. Wie gesagt, Sicherheit ist ein Gefühl. Es ist in meinen Augen aber vor allem auch ein tückisches, denn je mehr ich dafür tue, vermeintlich, umso besorgter scheine ich am Ende zu werden. Wenn ich jetzt hier 20 Kameras installiere, dann will ich die auch alle immer überprüfen und will sehen, ob da auch wirklich nichts drauf zu sehen ist. Wenn ich eine Alarmanlage anschließe, dann beginne ich plötzlich mich zu fragen, ob sie vielleicht manchmal nicht funktioniert und ich es gar nicht mitbekomme. In dem Versuch, unsere Sorgen zu besänftigen und uns weniger Gedanken zu machen, machen wir uns am Ende mehr. Es hilft einfach immer wieder, sich daran zu erinnern, dass es heute und hier extrem unwahrscheinlich ist, dass uns etwas passiert. Solange wir uns nicht unverantwortlich verhalten, sollten wir unser Leben zu Hause genießen und uns nicht ständig bedroht fühlen. Dazu hilft es auch, die Dinge, die wir in den Nachrichten sehen und lesen, in Perspektive zu setzen. Auf jeden Bericht über einen begangenen Einbruch müsste es eigentlich hunderttausende Berichte über nicht begangene Einbrüche geben. Die würde nur einfach keiner lesen. Fühle ich mich also sicher in meinem Tiny House? Ja. Es ist etwas anderes, für ein komplettes Gebäude verantwortlich zu sein im Vergleich zu einer Mietwohnung. Ich mache mir also allgemein über manche Dinge durchaus mehr Gedanken als früher, aber nicht unbedingt sorgenvolle. Ich habe mich an die Regeln gehalten, ich halte mich weiterhin an die Regeln und ich bin ein relativ vernünftiger Mensch, also ist alles gut. Das war's für heute zum Thema Sicherheit und Tiny House. Man hätte wahrscheinlich noch über andere Themen sprechen können in diesem Zusammenhang, aber das waren jetzt nun die Aspekte, die für mich in den letzten Jahren am wichtigsten waren und um die ich mich dann hauptsächlich gekümmert habe.
Ich habe euch die Produkte von Nuki unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt gerne mal reinschauen und falls dazu noch Fragen sind, dann natürlich wie immer in den Kommentaren stellen und ich bemühe mich, alles zu beantworten. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns am übernächsten Samstag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wer so lange nicht warten möchte, für den gibt es auch noch den Gaming-Kanal, den ich nun auch hier immer am Ende des Videos verlinke. Da gibt es aktuell weiterhin Folgen von Subnautica Below Zero. Da könnt ihr euch also mal entspannt reinklinken und ansonsten sehen wir uns dann übernächste Woche. Den ganz neuen Kanal, der nun in den nächsten Wochen an den Start geht, gibt es außerdem auch noch hier oben. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal eine geruhsame, entspannte und hoffentlich sichere Zeit. Bis dahin, ciao.